Die Winterpause ist vorbei, die Rückrunde steht in den Startlöchern. Alles zum Auftakt gegen Leipzig, jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Endlich hat das Warten ein Ende. Es geht endlich wieder los und ich wünsche euch natürlich ein frohes neues Jahr und vor allen Dingen ein erfolgreiches Jahr und damit ein herzliches Willkommen beim ersten Feiertagsmagazin des Jahres. Wir hoffen natürlich auf jede Menge Feuerwerk in der Offensive von unseren Jungs, aber wir müssen auch auf die Defensive Obacht geben. Deshalb haben wir heute einen Spieler eingeladen, der uns in der Hinrunde einige Punkte gerettet hat. Das Schönste beim Fußball? Na klar, Tore. Und sie versuchen es stets zu verhindern. Torhüter. Vor allem er hier, Dortmunds Nummer 1. Er treibt die Gegner zur Verzweiflung. Aber will der Fußballfan ihm das übel nehmen? Überhaupt nicht. Denn wie unsere Offensive ist auch sein Spiel spektakulär. Und hier ist der Überflieger von Borussia Dortmund, Roman Bürki. Ja, passend zum letzten Bild, farblich abgestimmt in Weinrot, sehr schön. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Herzlich willkommen, Danke. Roman Bürki. Und jetzt haben wir verschiedene Szenen gesehen. Was sind denn so die schönsten Bälle für dich und welche sind die unangenehmsten? Ja, das Schönste, glaube ich, ist für mich, wenn 1 gegen 1 Situation, wenn du da als Sieger... Das machst du gerne? Ja, doch. Wenn du da den Ball hältst und vom Platz, als Sieger vom Platz gehst, sozusagen, das bedeutet für einen Torwart, für mich persönlich schon viel. Und was ist unangenehm? Gibt es irgendwie so eine Ecke, wo du sagst, 1,50 hoch, rechte Ecke, das ist nix? Nein, Ecken jetzt nicht, aber ich meine, Weitschüsse mit der heutigen Schusstechnik der Spieler, der Flatterbälle, ist schon unangenehm und da kannst du als Torwart schon mal nicht so gut aussehen. Ja. Du warst zu Beginn des Trainingslagers etwas angeschlagen, jetzt inzwischen wieder bei 100%? Ja, also diese Verletzung hatte ich eigentlich in der Vorrunde auch schon die ganze Zeit so ein bisschen mit mir getragen, musste auch die Nationalmannschaft, also die Länderspiele absagen dadurch, weil ich halt wirklich bei Dortmund spielen wollte und diese Zeit dann auch genutzt habe, um mich zu regenerieren und jetzt war das eine reine Vorsichtsmaßnahme, noch ein bisschen länger Ruhe reinkommen zu lassen und jetzt bin ich wieder voll im Training und ich spüre praktisch nichts mehr. Wie hast du sonst das Trainingslager erlebt? Wie hat die Mannschaft gearbeitet? Ja, also so wie ich es mitgekriegt habe, ist die Mannschaft sehr gut aufgetreten, sehr viel investiert auch und das Trainingslager war sehr hart, das weiß ich, das habe ich dann auch noch zu spüren gekriegt, als ich mittrainieren durfte. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch fit für die zweite Hälfte der Saison sind. Es gab noch eine schöne Meldung vom Kicker, der beste Torhüter der Liga. Da, als du es mitgekriegt hast, was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, am Anfang denkst du, ja, okay, das ist schön zu hören, ja, es ist eine Umfrage, vielleicht haben da viele BVB-Fans auch mitgestimmt. Nein, nur andere. Eben dann habe ich dann aber auch erfahren, dass auch die Spieler mich zum Torwart der Vorrunde gewählt haben und das ist dann nochmal eine Bestätigung, die mir viel bedeutet und ich hoffe, dass wir das als ganze Mannschaft, diese Euphorie und diese gute Leistung bestätigen können. Woran machst du es fest, dass du so stark bist? Ja, ich habe halt sehr viele Rückschläge auch schon gehabt jetzt in meiner Karriere, auch beim BVB und das war nicht einfach. Und dann, wenn du gut in der Saison starten kannst, dann weißt du das umso mehr zu schätzen und du weißt, du musst dranbleiben, weil es kann sehr schnell wieder in die andere Richtung kippen. Und das habe ich versucht zu verhindern, dass es wieder kippt, sondern dass ich konstant meine Leistung bringen kann, mich auf mein Spiel fokussiert schlussendlich und wenn ich mein Spiel spiele, ist schlussendlich der Mannschaft geholfen und das konnte ich über weite Strecken bisher machen. Ja.
Ja, aber nicht nur für dich, für die gesamte Mannschaft war die Hinrunde sicherlich einfach ein tolles Erlebnis, ein Rausch. Und da wollen wir uns nochmal die schönsten Highlights anschauen. Und für den Kommentar haben wir wirklich echte Experten verpflichten können. This is actually a disgrace what you're doing. See, I'm running after you. Yeah. And I knew it. You don't I knew even it. notice me. No, I knew it. I feel it, you know. Pour Dortmund, Abdou qui se précipite, tapillage Abdou, et le but Abdou. Cette communion avec le stade. Les supporters, ils n'étaient même pas tous contents tellement ton but. Quel appel. Jakob's making a run. He slips it through. Jakob with the chip. War sehr geil. Erste Bundesliga-Tor. Voilà, Non, j'applaudis. quelle joie exceptionnelle. Incroyable. Look at that moment. I'm ready to have my Cristiano Ronaldo moment. Jumps in the air. And ready. And Bro, why'd you do him like that, though? Ja, ich habe Thomas nicht gegönnt. Ganz nein. How you felt there? no, I mean every time I score a goal, I don't know what to do. I get all awkward. Man, you should think about that. Yeah, but I score once a year, you know. It's. But I need can I borrow your bird? You can. Yeah? No problem. How do you? Like this. Das Video gibt übrigens seit gestern oder vorgestern bei BVB TV und das müsst ihr euch in voller Länge anschauen. Das ist wirklich voll der Hammer. Genauso gespannt habe ich es mir auch angeschaut. Ja, du hast in einem Interview im Trainingslager gesagt, dass Leipzig für dich das Highlight der Hinrunde war. Und welche Bedeutung hat denn jetzt das Rückspiel? Ja, ich glaube, es ist sicher wieder wichtig, gut reinzukommen in die Rückrunde. Es war jetzt zwar eine kurze Pause, aber trotzdem, wir haben viel gearbeitet und jetzt müssen wir wieder in diesen Rhythmus kommen von Spiel zu Spiel. Jede Woche dann auch 2 bis 3 Spiele und da muss man zuerst wieder reinkommen und natürlich würde es helfen, wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen in Leipzig und natürlich wollen wir vorne an der Spitze bleiben. Ja, das wird helfen, direkt so schön ins Jahr zu starten. Jetzt kommen wir mal zu dir persönlich. Du hast dich vorläufig aus der Nationalmannschaft verabschiedet und du hast gesagt, du willst dich ganz auf den BVB konzentrieren. Wie schwer fällt einem so ein Schritt nach so vielen Jahren und was erhoffst du dir dadurch? Ja, es ist mir sehr schwer gefallen. Ich musste sehr viel drüber nachdenken, auch mit vielen Personen, die mir wichtig sind, reden. Was sie davon halten, ihre Meinung war mir natürlich auch wichtig. Dann muss ich abwägen, was dafür spricht, was dagegen. Und schlussendlich habe ich einfach auf meinen Körper und auf mein Herz gehört. Und mein Herz gehört hierhin. Das ist Borussia Dortmund. Ich trainiere da tagtäglich, um Erfolge zu feiern, um Spiele zu gewinnen mit dieser Mannschaft, mit diesem Club. Und in der Nationalmannschaft bin ich leider Gottes nicht so oft zum Zug gekommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und es war mir dann einfach wichtiger, mich fit zu halten oder fit zu sein für den BVB und mir durch diesen Standby-Modus, den ich jetzt gezogen habe, sozusagen in der Nationalmannschaft, im kommenden Jahr einfach mich zu regenerieren. Dein Kollege Marvin Hitz hat diesen Schritt ebenfalls vollzogen. Wie sehr fordert er dich und wie würdest du das Verhältnis zu ihm beschreiben? Ja, also er ist, alle wissen, dass er ein super Torwart ist. Er hat das mehrmals bewiesen, in der Bundesliga auch schon. Hier bei uns hat er schon gute Leistungen gebracht und im Training ist er auch immer auf höchstem Niveau. Das ist wichtig, auch für mich, damit ich mich so an ihm auch hochziehen kann. Manchmal, wenn es nicht so läuft bei mir vielleicht im Training, um wirklich alles rauszuholen. Und das ist sehr wichtig. Das Verhältnis ist optimal. Ich glaube nicht nur mit Marvin, sondern auch mit Erik und Matze, dem Torwarttrainer. Ist
ist wichtig, dass es eine lockere Stimmung ist auch, dass wir im Training zwischen den Übungen Spaß haben, auch lachen können, aber wenn die Übung dann losgeht, ist wieder Vollgas angesagt, Konzentration und das ist ein sehr guter Mix, den wir haben. So ein gesunder Ehrgeiz tut dann ja auch gut, von jedem Einzelnen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das bringt jeden weiter. Ja, bei manchen Übungen können wir halt selber auch aufs Tor schießen und dann versuchen wir schon, dem einen oder anderen mal einen reinzuhauen. Und das macht sehr viel Spaß. Mit Marvin stehst du immer im Zweikampf. Jetzt gibt es einen weiteren Zweikampf mit Nobby, Dönekes mit Fritz. Ja, der BVB spielt am Samstag in Leipzig. Unser Gastgeber ist mit Abstand der jüngste Verein in der Liga. Die Sachsen gibt es erst seit 09 Jahren. 3, 2, 1. Stimmt, Rasenballsport Leipzig wurde am 19. Mai 2009 gegründet. Ich habe gesehen 2009, aber jetzt ist 19, das wären ja jetzt eigentlich 10 Jahre. Aber ich wusste ja nicht genau das Datum. Jetzt sind wir im 2019 schon. Deshalb war ich mir nicht sicher. Wir haben ja beide recht gehabt. Ja. Das ist ja gut. Okay. Die beiden Vereine verbindet nicht nur aufgrund der kurzen Geschichte kaum etwas. So hat zum Beispiel noch kein einziger Spieler das Trikot beider Mannschaften getragen. 3, 2, 1. Kevin. Das ist falsch. Mit Kevin Campbell haben die Leipziger einen früheren BVB-Profi in ihren Reihen. Zudem hat Marcel Halstenberg seinerzeit auch in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt. 2-2. Zwei wirkliche Fachleute hier. Ne? Komm, hau raus, Fritz. In der Saison 2013/2014 standen sich unsere U23 und die Leipziger in der dritten Liga gegenüber. Mit Yusuf Paulsen und Diego Demme befinden sich noch 2 Akteure von damals im Kader unseres Gegners. Was waren das für Jahre? 13, 14. 13, 14. 3, 2, 1. Das ist richtig. Demme kam im Januar 2014. Paulsen schnürt bereits seit 2013 seine Schuhe für die Sachsen. Ich habe aber auch gedacht, 2013, 2014, dann sind sie aufgestiegen in die Zweitliga. 14, 15 wieder aufgestiegen. Und sind die erst seit 16? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulsen schon so lange dort ist. Der direkt den ganzen Weg macht und jetzt so eigentlich ein guter Bundesliga-Stürmer ist. Mich freut's aber. Ja. Wir schauen mal auf den zwischenzeitlichen Zwischenstand und ich bin mal auf den Kommentar von Roman gespannt. Ja, ich glaube, ich habe noch nie gewonnen, seit ich hier bin. Oder vielleicht einmal, aber das schon? Ist eindrücklich, ja. Ja. Aber es ist du bist ja auch eine Legende. Ich bin also des Clubs. Aber es ist erst Halbzeit. Okay, ja. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, und ihr wisst ja, meine Gäste bringen immer etwas ganz Besonderes mit. Das hat auch Roman in diesem Falle gemacht. Was ist das, Roman? Erklär's gut. Ich habe das gekriegt, wenn man eine gute Leistung bringt oder die beste in Europas Top-Ligen sozusagen. Und das habe ich da gekriegt, so als Auszeichnung. Und ja, ich habe noch ein zweites zu Hause und da habe ich gedacht, das ist ja ein ganz tolles Geschenk. Und ihr wisst, das könnt ihr ersteigern. Einfach auf der Internetseite auf Shop gehen und dann auf Auktion. Und da findet ihr diese wunderbare Auszeichnung von Roman Bürki. Und die wird sicherlich jede Menge Geld bringen für unsere Stiftung. Also ganz toll. Roman, vielen, vielen Dank. Gerne. Überragend. Ja, wir kommen langsam zum Schluss, aber vorher gibt es noch den Videobeweis. Oh.
gibt es manche Leckerei. Also das war nicht ich, der gesungen hat im Hintergrund. Das habe ich gehört. Aber du hast mitgesungen, oder? Dieser Wolf. Wer war's? Also Weigl hat die super Stimme hinten dran gemacht. Wolf hat gefilmt und ich wusste, dass es kommt. Also ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde. Ich kannte das Lied eigentlich gar nicht. Aber nach dem dritten Mal, wo der Refrain kam, habe ich dann schon begriffen mit Bäckerei und Leckereien. Ja, in der neuesten Ausgabe des Zimmerduells kann man das auch nochmal sehen. Auf den Marius müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Er ist sehr schlimmer Bruder, ne? Er ist auf jeden Fall unberechenbar. Man weiß nie, wann er filmt. Und, ja, er hat einen guten Riecher für peinliche Situationen. Ja? Ja. Sehr schön, da werden wir natürlich drauf aufpassen. Ja. Roman, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du hier warst. Sehr interessant, was wir von dir wieder erfahren haben. Jetzt drücken wir natürlich die Daumen für morgen. Danke. Dass du vor allen Dingen wieder die Null steht. Hoffentlich, Dann ja. würden wir schon mal unentschieden spielen und das wäre nicht das schlechteste Ergebnis. Ihr drückt zu Hause die Daumen. Roman, vielen Dank nochmal. Danke. Und ja, wir sehen uns natürlich in ein paar Tagen wieder. Nochmals vielen Dank an Roman Bückel und tschüss, macht's gut, euer Ciao. Robby.